Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein armer Bauer namens Krepp. Er fuhr mit 2 Ochsen in die Stadt, die eine Ladung Holz zogen, und verkaufte es für 2 Taler an einen Doktor. Während der Doktor das Geld an seinem Tisch zählte, sah Krepp, wie gut der Doktor aß und trank. Er wünschte sich auch so leben zu können und dachte, es wäre schön, ein Doktor zu sein. Nachdem er eine Weile dort gestanden hatte, fragte er den Doktor, ob er auch Doktor werden könnte. »Oh ja«, antwortete der Doktor, »das ist ganz einfach. Was muss ich tun?« fragte Krepp. »Zuerst kauf dir ein ABC-Buch mit einem Hahn auf dem Cover. Zweitens, verkaufe deinen Wagen und deine 2 Ochsen für Geld, dann kaufe dir schöne Kleidung und alles, was du für das Doktorsein brauchst. Drittens, lass ein Schild anfertigen, auf dem steht, »Ich bin Doktor Alleskönner«, und hänge es über deine Tür.« Krepp tat alles, was der Doktor ihm gesagt hatte. Nachdem er eine kurze Zeit lang als Doktor Menschen geholfen hatte, wurde einem reichen Herrn Geld gestohlen. Der Herr hörte von Doktor Alleskönner, der in einem nahegelegenen Dorf lebte, und dachte, er könnte helfen, das vermisste Geld zu finden. Also ließ der Herr seine Pferde vor die Kutsche spannen und fuhr los, um Krepp zu finden, und fragte, »Bist du Doktor Alleskönner?« Krepp antwortete, »Ja, das bin ich.« Der Herr bat ihn dann, mitzukommen, um das gestohlene Geld zu suchen. »Oh ja, aber meine Frau Grete muss auch mitkommen«, bestand Krepp. Der Herr stimmte zu, und sie ritten gemeinsam. Als sie das Schloss des Herrn erreichten, war der Tisch für eine Mahlzeit gedeckt, und Krepp wurde eingeladen, Platz zu nehmen und zu essen. »Ja, aber meine Frau Grete muss neben mir sitzen«, sagte er, und sie setzten sich beide an den Tisch. Als der erste Diener mit einem feinen Gericht hereinkam, stieß Krepp Grete an und sagte, »Grete, das war das erste«, was bedeutete, dass es das erste Gericht war. Der Diener dachte, Krepp meinte, »Das ist der erste Dieb«, und bekam Angst. Er erzählte schnell dem anderen Diener draußen, »Der Doktor weiß alles. Ich bin der Erste, den er erwähnt hat.« Der zweite Diener wollte gar nicht hineingehen, wurde aber gezwungen. Als er mit seinem Gericht eintrat, stieß Krepp Grete erneut an und sagte, »Grete, das ist das zweite.« Auch dieser Diener bekam Angst und eilte hinaus. Als der dritte Diener hereinkam, sagte Krepp wieder, »Grete, das ist das dritte.« Der vierte Diener musste ein gedecktes Gericht bringen, und der Herr bat Krepp, seine Fähigkeiten zu zeigen und zu erraten, was sich unter der Abdeckung befand. Es waren Krabben. Der Doktor schaute auf das Gericht, wusste nicht, was er sagen sollte, und rief, »Aha, armer Krepp!« Als der Herr das hörte, sagte er, »Sieh mal, er weiß es. Er muss auch wissen, wer das Geld genommen hat.« Die Diener wurden sehr nervös und signalisierten dem Doktor, einen Moment nach draußen zu kommen. Als er das tat, gestanden alle 4, dass sie das Geld gestohlen hatten. Sie versicherten, dass sie es zurückbringen und ihm viel Geld geben würden, wenn er sie nicht verriet, denn wenn er es tat, würden sie gehängt werden. Sie führten ihn zu dem Ort, wo das Geld versteckt war. Krepp war darüber glücklich und ging zurück in den Saal, setzte sich an den Tisch und sagte, »Mein Herr, jetzt werde ich in meinem Buch nachsehen, wo das Gold versteckt ist.« In der Zwischenzeit schlich sich der 5. Diener in den Ofen, um zu lauschen und zu sehen, ob der Doktor noch mehr wusste. Krepp saß still da, öffnete sein ABC-Buch, blätterte durch die Seiten und suchte nach dem Hahn. Als er ihn nicht sofort fand, sagte er, »Ich weiß, dass du da bist, also komm besser heraus.«
Der Diener im Ofen dachte, er sei gemeint und sprang, erschrocken herausrufend, »Dieser Mann weiß alles!« Dann zeigte Doktor Alleskönner dem Herrn, wo das gestohlene Geld versteckt war, verriet aber nicht, wer es genommen hatte. Er erhielt viel Geld als Belohnung von beiden Seiten und wurde berühmt. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.